Flip it to test it ist eine coole Methode, um zu gucken, ob eine Botschaft oder eine Behandlung irgendwie fair ist zwischen unterschiedlichen Personen. Und ich habe das mal gemacht für ein paar Themen, die sich auch im Zeitverlauf sehr stark geändert haben. Zum Beispiel Thema Hautfarbe. Es war immer schon unangemessen, unwürdig, Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, insbesondere wenn sie nicht weiß gelesen werden, zu beurteilen, vorzuverurteilen oder womöglich als Problem im Stadtbild zu thematisieren. Wird das dadurch besser, wenn wir das jetzt umkehren und weiße Menschen pauschal kritisieren oder vorverurteilen? Ja, Weiße haben Privilegien, Weiße sind sich oft nicht bewusst, da gibt es viel zu tun, keine Frage. Aber der Pauschalierungsteil, ist das, was wir wirklich wollen, oder ist das eigentlich, flip it to test it, nicht das, was wir ursprünglich nicht wollten? Ähnlich beim Thema Geschlecht. Geschlechterstereotype sind auch völlig unangemessen, hochproblematisch in vielen Kontexten, insbesondere für Frauen. Und werden die jetzt dadurch besser, wenn wir sie umkehren und Männer sozusagen pauschal oder stereotypisch betrachten als, was weiß ich, Diversity-Feinde? Ja, wir nehmen dann wahrscheinlich die schwulen Männer raus und die nicht weißen Männer und die nicht normative Körperlichkeiten und die selbsternannten Feministen. Die nehmen wir alle raus, aber der Rest wird dann doch pauschal verurteilt. Und wo ist die Grenze? Und ist das dann besser im Vergleich zu dem, was wir wollten? Flip it to test it. Männliche Panels waren nie in Ordnung, fehlende Perspektiven, wenn man sie jetzt intergenerational macht oder interreligiös, dann fängt vielleicht eine Grauzone an, vielleicht auch nicht. Dennoch wird das jetzt besser, wenn wir rein weibliche Veranstaltungen haben, vielleicht auch ohne nicht weiße Frauen oder nur in einer bestimmten Altersgruppe. Und wenn die jetzt als Diversity-Events irgendwie gefeiert werden, ist das, was wir wollten? Männerbünde waren auch immer super problematisch, auch fehlende korrektive Instanzen, Echokammern etc. Und ist das jetzt besser geworden, dadurch, dass wir Communities oder Netzwerke haben, wo sich Menschen irgendwie total einig sind die ganze Zeit und wo man auch so eine Art Gewissensprüfung ablegen muss, um reinzukommen? Ist das jetzt besser als das, was wir vorher kritisiert haben? Flip it to test it. Letztes Beispiel, Meritokratie. Da haben wir immer gesagt, Menschen aufgrund ihrer Stärken und ihrer Leistung und ihrer Potenziale beurteilen und nicht aufgrund ihres Erscheinungsbildes. Und also Lookismus vermeiden. Jetzt ist die Frage, ist das jetzt wirklich ein Fortschritt, wenn wir heute jemanden mit einer tollen Show, mit einer tollen Story, mit einem tollen Style, wenn wir das jetzt plötzlich als Erfolgsfaktor oder als Qualitätskriterium in die Waagschale werfen, oder machen wir dann eigentlich einen ähnlichen Fehler wie den wir vermeiden wollten? Flip it to test it. Ich finde das eine wichtige Methode, um uns selber immer mal wieder zu prüfen, ob wir unseren eigenen Standards denn auch so genügen, wie wir sie an andere richten. Und es ist wichtig, dass wir da offen drüber reden und dass es da keine Frageverbote oder Kritikverbote gibt, denn das geht schon schnell auch in die Richtung Nestbeschmutzer oder das wollen wir nicht hören und so weiter. Von daher sprechen wir drüber.